Was sich verändert hat, vielleicht dass einfach die Perspektive, dass die Ukraine jetzt noch viel mehr im Mittelpunkt der Gespräche steht. Und dennoch muss ich feststellen, dass die Ukraine immer noch zu wenig verstanden wird. Also wir meinen, dass wir jetzt uns mehr für die Ukraine interessieren, aber mir wird immer deutlicher, wie wenig eigentlich in Deutschland über die Ukraine bekannt ist, wie viele blinde Flecken eigentlich in der Geschichte noch gibt, in der Wahrnehmung in Deutschland gibt. Und so die Begriffe, die Wörter, die wir benutzen, Sie haben das sehr, sehr zu Recht betont, dass der Krieg in der Ukraine eigentlich nicht am 24.02. begann. Das war die flächendeckende Invasion in das Land. Aber der Krieg dauert eigentlich schon seit 2014 an und forderte bis auf den 24. Februar 2022 schon 14.000 bis 15.000 Todesopfer. Das ist auch tatsächlich eine sehr, sehr tiefgreifende Zäsur, insofern, dass wir jetzt alle gewissermaßen vor so einer Wegscheide stehen. Also ich fand das sehr kennzeichnend, als diese US-amerikanische Zeitschrift Time kurz nach dem Kriegbeginn mit dem offenen Cover titelte The Return of History. Und das ist eben wirklich, also zumindest darin eine sehr, sehr tiefgreifende Zäsur, die uns alle betreffen wird. Und ich kann der These auch etwas abgewinnen, dass dieser Krieg ja auch eine Art Stellvertreterkrieg ist, dass das eigentliche Ziel der Westen sei. Diese These wird sehr oft jetzt unter liberalen russischen Stimmen besprochen. Und wir, der Westen, der in der Propaganda schon im Grunde seit 2007, seit dieser berühmten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz von Putin, immer als der verfaulte Westen dargestellt werden, also Europa oder Liberastie, also diese Propagandaformeln, also zynische Propagandaformeln, die verdeutlichen ja nochmal zusätzlich, dass wir das Feindbild sind. Und das politische Regime legitimiert sich größtenteils meiner Meinung nach über das Feindbild. Und deshalb ist es durchaus gewissermaßen auch ein Krieg gegen die westliche Sicherheitsordnung, gegen unseren Lebensstil. Die Ukraine an sich ist komplett als Land weitgehend ein blinder Fleck gewesen und das eben auch auf der Ebene der Geschichtspolitik und der Erinnerungspolitik. Das hat sich jetzt allerdings in den letzten Jahren schon etwas geändert. Also gerade zum Beispiel im letzten Herbst ist Frank-Walter Steinmeier in Kiew gewesen zum 80. Jahrestag des Massakers in Babin Jar. Aber allein, dass beispielsweise bei uns in Berlin das Kapitulationsmuseum, Deutsch-Russisches Museum hieß, obwohl dort jetzt schon seit längeren Jahren auch Belarus und die Ukraine Mitglieder im Trägerverein sind. Das zeigt halt sehr viel. Oder als jetzt eine CDU-Abgeordnete gefordert hat, die T-34 Panzer am sowjetischen Ehrenmal unter den Linden auf der Straße 17. Juni abzubauen und sie als russische Panzer bezeichnet hat. Und das ist eben etwas, was immer wieder vorkommt. Die Frage eben, warum wurde in Deutschland die Ukraine so als blinder Fleck wahrgenommen? Weil tatsächlich die Ukraine es nie geschafft hat, nach 1991 auf unsere Mental Map, auf unsere gedankliche Landkarte zu kommen. Um jetzt mal ein ganz banales Beispiel zu nehmen. Leute fahren auf einer Wolga-Kreuzfahrt. Aber sind nur wenige Leute, relativ wenige Leute in die Ukraine gefahren, um dort als Touristen sich die Städte anzugucken. Bestenfalls vielleicht mal nach Lemberg, nach Lviv, aber selbst das nicht. Und das ist eben so ein Punkt, dass die Ukraine als noch ein exotisches Land gilt. In Russland ist tatsächlich also es ist keine Ideologie entstanden. Also russische Sozialwissenschaftler beschreiben, das heißt Kascha, heißt ein Brei, also aus Versatzstücken aus der historischen Mottenkiste, angefangen mit Orthodoxie, über Stalinismus, Sowjetnostalgie, angereicherte Verschwörungsfantasien, Imperiengedanken. Also all das, was zu sich gegenseitig Widerspruch steht, wurde dann praktisch
so also ein Amalgam verschmolzen und da sei jetzt die russische Ideologie. Ich hatte, als Herr Himmelsbach von dem Brei gesprochen hat und von diesem Mischmasch, das hat ja die klare Bezeichnung Propaganda genannt, dass man nicht vielleicht sofort diese Lügen identifiziert, aber alles in Frage stellt. Ja, 2014 war eben so ein Moment, wo es behauptet wurde, oder auch 2004 war diese Narrativ, wurde so versucht reingebracht zu werden, und auch 2014 sehr besonders stark, 13, 14, dass die Ukraine kein geeintes Land ist und eher so zerrissenes Bild. Und dann gab es die Diskussion darüber, ist es so oder ist es nicht? Und das Land bewies, dass es so nicht ist. Also den Maidan gab es auch in Kharkiv und auch in Donetsk, solange es ging. Und auch in Mariupol. Und auch auf der Krim eigentlich gab es Proteste, bis es annektiert wurde. Und das hat die Menschen auch sehr zusammengebracht. Und solche Momente schweißen auch Menschen sehr stark zusammen. Dann entstand auch jetzt vor einiger Zeit auch eine Briefmarke, da gibt es das Meer, ein Schiff da drauf, und der ukrainische Soldat steht sozusagen im Vordergrund und zeigt den mittleren Finger. Und diese Briefmarke, da standen unglaublich lange Schlangen, um diese Briefmarke zu kaufen. Eine wurde sogar versteigert. Genau, die Mutter hat dem Kind die Haare geschnitten, das war ein Mädchen, um das Kind als Junge aussehen zu lassen, weil in den Dorf sollten russische Soldaten kommen, und die Wahrscheinlichkeit war gegeben, dass das Kind vergewaltigt werden kann als Mädchen. Und das Kind, das Bild wurde, also das war im Gesicht dieses Kindes, was abgebildet wurde, war sehr, das konnte man wirklich irgendwie dann so nicht unterscheiden. Aber die Geschichte, die dahinter stand, war einfach sehr irgendwie, ich glaube, wenn man diese Geschichte liest, dass man versteht, dass es wirklich wahr ist. Also das ist wirklich, dass sehr viele Kinder, Frauen, Männer, also ich meine, Männervergewaltigung gibt es auch, einfach wie schlimm, wie grauenhaft das ist. Und einerseits sind wir von den Bildschirmen und es scheint so weit zu sein, und dann liest man so eine Geschichte und dann ist es auf einmal plötzlich sehr, sehr nah. Ja, also, und das ist wiederum etwas, was die Menschen vereint in diesem ganzen schrecklichen Leid. Aber ich würde sogar daran appellieren, dass wir diese blinde Flecken, die ich wirklich meine, nicht mit Bildern, die so emotional auch geladen sind, aufarbeiten, sondern mit einer strategischen Herangehensweise. Jetzt gerade haben wir eben gesehen, dass Bilder Gemeinschaft stiften, was jetzt für den Kampf der Ukrainer natürlich sehr wichtig ist. Umgekehrt ist es aber eben auch so, dass Bilder eine sehr negative Auswirkung haben können, und nicht nur Bilder, sondern eben auch Kurz- oder Verkürzungen, die eben gerade in den sozialen Medien eher kommen, weil dort eben die Aufmerksamkeitsspanne auf 10 Zeilen meinetwegen auf einem Facebook-Post beschränkt ist und 280 Zeilen auf in einem Tweet. Und das ist ja, wenn wir jetzt mal wieder auf Deutschland blicken, tatsächlich strategisch ausgenutzt worden, weil Deutschland einer der wichtigsten, man muss es sagen, Schlachtfelder in der Propaganda, der russischen Propaganda gewesen ist, wo eben gerade analysiert worden ist, wo gewissermaßen unsere weichen Flecke sind, an denen man die Deutschen packen kann, um Deutschland von der Solidarisierung mit der angegriffenen Ukraine abzubringen. Ich habe schon sehr oft diese These gehört, dass gegen Propaganda eigentlich nur Gegenpropaganda hilft und auch durchaus auch in Deutschland den Aufruf dazu, Gegenpropaganda zu betreiben, und bin alles andere als einverstanden damit. Also ich denke, dass es dann ja die völlige Grundlage für Glaubwürdigkeit entzieht und dass der einzige Weg darin besteht, mehr Wissenschaft zu betreiben und das alles klarzustellen.
und alles zu kontextualisieren. Wenn wir von Bildung sprechen, dann müsste das aus meiner Sicht schon in der Grundschule beginnen. Also diese Wahrnehmung in der geschichtlichen Perspektive, wie tragen wir das schon an die Kinder heran? Wie sind Kinderbücher geschrieben, auch diese Bilder in Kinderbüchern abgebildet? Das ist alles sehr, sehr tief verankert. Und wenn wir zum Beispiel von anderer Zielgruppe sprechen, wenn wir zum Beispiel von einer Podiumsdiskussion sprechen, wo wir angenommen jetzt über die Ukraine sprechen, über die Ukraine als Subjekt in unserer Wahrnehmung, dass wir zum Beispiel jemanden haben, dass der aus der Ukraine vielleicht auch kommt oder einfach eine tiefere oder in der Ukraine gelebt hat. Es gibt auch deutsche Expertinnen und Experten, die in der Ukraine gelebt haben und das Land kennen. Auf der wissenschaftlichen Ebene, wenn wir anschauen, wie wenig die Ukraine wissenschaftlich an den deutschen Universitäten mit eigenen Lehrstühlen, die der Geschichte und der Kultur gewidmet sind, präsent sind. Also es gab ja zum Beispiel in Greifswald die Debatte darum, ob es diesen Lehrstuhl dann überhaupt noch geben soll. Das galt also gewissermaßen als so eine Art Orchideenfach. Und das muss man sich dann so vorstellen bei einem Land mit 44 Millionen Einwohnern, das flächenmäßig das zweitgrößte Land in Europa ist das schon ziemlich absurd. Ich habe persönlich immer in meinem Bekannten- und Freundeskreis, gerade unter den jungen Leuten, dafür geworben, reist doch einfach mal durch die Ukraine. Setzt euch in den Zug, fahrt dahin und dann am besten fahrt ihr über Rumänien wieder zurück und schaut euch noch andere Länder an. Bekommt einfach mal so einen Eindruck, wo Europa noch überall weitergeht. Ja, die meisten Berliner sind ja wahrscheinlich noch nicht mal hinter der Oder gewesen. Das ist so meine Beobachtung aus einem Projekt, das hieß Meetup Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen. Das lief super erfolgreich, ich glaube insgesamt 5 oder 6 Jahre. Und die Zielgruppe war in der Tat der Austausch zwischen den deutschen und den ukrainischen Jugendlichen. Einfach das zu erleben, wie die Synergien entstehen, wenn sich Menschen begegnen, wie die Berührungspunkte einfach so schnell gefunden werden. Das können, glaube ich, soziale Medien so nicht ersetzen. Ich glaube, wir sind noch so weit davon entfernt, dass es sehr einfach schwer ist vorzustellen, weil die Stimmung auch in russischen sozialen Medien und in den Kanälen oder in den Medien in Russland wird ja jetzt von dem Krieg gegen Europa gesprochen. Also es wird ja gar nicht mehr so über den Krieg gegen die Ukraine. Den Vorteil der sozialen Medien wieder für die Aufklärungsarbeit aufgreifen müssen, was allerdings natürlich schwierig ist. Wir werden immer gegenüber reinen Propagandisten im Hintertreffen sein, weil sie, wie gesagt, auf diese Empörung setzen. Und wenn wir versuchen, nüchtern aufzuklären über niedrigschwellig, was ja eben der Vorteil von sozialen Medien ist, dann werden wir nie die gleichen Klickzahlen haben wie die Propagandisten. Und insofern ist das so eine Sisyphus-Arbeit, aber ich denke mal, als ein Element führt eben daran nichts vorbei, wenn man es eben kombiniert mit den anderen strategischen Maßnahmen, wie beispielsweise eben Jugendbegegnungen. Ich glaube, für Russland ist wirklich so eine Art 1968 notwendig. Also es ist ein Wertewandel notwendig. Es bedarf dort eines Generationenkonflikts, wie es in Deutschland war. Also ich sehe diese Parallelen, wie auch zahlreiche liberale russische Stimmen. Und da frage ich mich, wie das jetzt überhaupt dann laufen kann mit 1968 in Russland. Nur Menschen in Russland können das Land verändern. Genau das ist dieser entscheidende Punkt, dass das Land dadurch verändert werden kann, wenn die Menschen wirklich das Land verändern möchten oder können oder diese kritische Masse, die es gibt, es auch schafft, die anderen Menschen so anzusprechen oder genau, dass es durch Menschen eigentlich verändert werden kann. Und dass ich natürlich den Menschen in Russland auch wünsche, dass die in einem freien, demokratischen Land eines Tages auch leben.